Hey Freunde, willkommen zurück, Fragrance Talk wieder. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, heute habe ich ein Thema für uns, für euch. Ich habe das immer rausgehört bei Livestreams auf Twitch oder auch hier auf YouTube und so weiter, dass so viele sagen, ich nehme den Duft nicht mehr wahr. So, ich möchte euch jetzt mal eins nur kurz vor Augen führen. Das muss kein langes Video werden. Es muss keine Story groß draus gemacht werden, aber Fakt ist, es liegt nicht immer, und da möchte ich nicht diese Parfümmarken in Schutz nehmen, nein, sie reformulieren Düfte aktuell, fürchterlich, jetzt ab März wird es noch schlimmer, und ich hoffe, dass wir überhaupt irgendwann nochmal Düfte haben, die wir riechen und so weiter und so fort, aber ihr müsst euch eins merken, ihr müsst wirklich eventuell, auch wenn das ist hammerschwer, ich kann es nicht, geht ja auch nicht, ich muss ja auch viele Düfte testen und so weiter. Aber wenn ihr jeden Tag Düfte riecht, sprüht, vielleicht sogar mehrere am Tag und testet und so weiter und dann rausgeht und das die ganze Zeit, dann, also die ganze Zeit meine ich über Wochen, Monate oder Jahre, dann nehmt die Nase, das ist noch nicht mal bei Düften nur so, sondern in allen Sachen, die Nase sagt irgendwann nach 20 Minuten oder spätestens nach einer Stunde Adios. Ihr nehmt es nicht mehr wahr. Die Nase macht dicht. Heißt aber nicht, dass andere diesen Duft nicht riechen. Deswegen sage ich immer zu euch, vorsichtig mit euren, ihr riecht keinen Duft, der Duft ist scheiße. Man kann nicht sofort einen Duft sagen, der ist Mist, nur weil man ihn selber nicht riecht. Wenn ihr jeden Tag Düfte auftragt, es ist ja logisch, stellt euch das doch mal vor, dass die Nase irgendwann, die kann ja irgendwann nicht mehr. Sie nimmt jedes Mal einen anderen Duft wahr. Auch das Gehirn macht es ja auch, ne? Ihr müsst ja, das Gehirn gibt ja immer Anweisungen zu jedem Körperteil, sondern irgendwann funktioniert das nicht mehr. Und deswegen macht euch nicht so viel Gedanken. Natürlich gibt es Düfte, die man vergessen kann. So, die in der Haltbarkeit leider schlecht geworden sind. Siehe, ich will jetzt nicht groß sagen, es ist ein Cool Water zum Beispiel. Ist ja auch nicht mehr so wie früher, hielt früher auch länger. Job Om kann ich nicht sagen, Job Om, das Neue ist auch trotzdem auf die Fresse, aber Le Mal zum Beispiel. Man nehmt trotzdem euch wahr, aber es ist ärgerlich. Le Mal ist auch so ein Duft, selbst wenn die Nase nicht zumacht, ihr selber nehmt ihn leider kaum noch wahr. Aber ich bleibe dabei, andere ja, weil ich treffe so viele Leute, wenn ich dann ja mal jemanden, das ist ja auch das Interessante, nicht jeder, also ganz viele Leute, ich finde das geil, dass das so hochgegangen ist, dass alle auf Düfte so aufspringen und das lieben, geil. Aber wenn ich draußen an Leute vorbeigehe oder die an mir vorbeigehe, rieche ich kaum Parfüm. Ganz merkwürdig. Und draußen nehme ich von weit, ich kann ganz weit, ich habe, wie gesagt, die Geschichte ist ja schon lange her, wo ich im Hafen gestanden habe, und es ist ja bekannt, dass die ganzen Kreuzfahrtschiffe Parfüm durch ihre Klimaanlagen jagen. So, und ich habe sofort, obwohl ich 500 Meter Entfernung war, ich habe sofort nach 1 Million, ich habe das sofort gerochen, weil ich weiß nicht mal, welches Schiff das war. Ohne Scheiß, ich kann ja sehr gut riechen, was das angeht. Heißt aber nicht, dass man sich selber, weil man immer überall sprüht, dass man das irgendwann wahrnimmt. Es sei denn, man hat ganz, ganz, ganz starke Düfte. Und ich möchte auch nicht sagen, dass man das gar nicht wahrnimmt. Natürlich nimmt man alle halbe Stunde oder mal immer, kommt auf an, wie du dich drehst, nimmt man den Duft wahr. Aber es gibt eben Düfte, die man fast gar nicht wahrnimmt. Da gehört Le Mal zum Beispiel dazu, und das ist im Endeffekt absolut Mist. Vor allen Dingen dieser Matrosenduft ist ja Kult. Da muss man ja nicht viel reden, das ist einfach ein Kultduft, immer noch. Und es ist schön, dass man ihn immer wahrnimmt, darauf wollte ich hinaus. Wie gesagt, nicht nur in der Tankstelle die Story, sondern ich nehme den wahr, wenn andere Leute an mir vorbeigehen. So, und die haben nicht, glaube ich, alle die Vintage-Version drauf. Es ist wirklich schade. Es ist ein geiler Duft, den möchte man selber auch wahrnehmen, aber da ist es nicht so. Aber bei anderen Düften ist es eben so, dass die Nase irgendwann zumacht. Es sei denn, ihr habt Air Tiger, da kann die Nase noch zumachen, ihr riecht diesen Duft. Und noch so andere, ich muss ja jetzt nicht so viele aufzählen. Fakt ist, gebt nicht sofort den Duft die Schuld, sondern denkt dran, wenn ihr immer jeden Tag Düfte aussprüht oder vielleicht sogar morgens einen anderen, abends einen anderen, dann sagt die Nase irgendwann Adios. Ihr müsst tatsächlich am besten, wenn es geht, 2 Wochen Pause dann machen.
So, jetzt kommt das große, das ist klar, wer macht das? Wer macht das? Testet vielleicht mal 1, 2 Tage aus. Vielleicht Sonntag, wenn ihr nicht rausgeht oder so. Den nächsten Tag vielleicht auch. Dann wird es besser. Glaubt mir. Ich mache es aber auch nicht, weil bei mir fast die Chance nicht besteht, weil ich immer, ja, wie gesagt, weil das hier mein Job ist und so weiter. Wir müssen, oder alle, die YouTube machen, die jedenfalls richtig da drin sind, das jetzt nicht so ein bisschen machen, sondern viele Videos machen und so weiter, immer am Start sind, da kommst du ja nicht von weg, das ist so. Und natürlich kannst du die Nase vielleicht trainieren, frag mich nicht wie, dass man den trotzdem ein bisschen wahrnimmt noch und ein bisschen spielen damit. Es ist schwer zu erklären, kann ich auch nicht. Aber Fakt ist, dass die Nase bei jeder Sache, nicht nur bei Parfüms, irgendwann, wenn das zu viel wird, wenn ihr immer dasselbe riecht, meine ich jetzt, Pfeffer zum Beispiel, wenn ihr jeden Tag Pfeffer, ihr nehmt das irgendwann nicht mehr wahr. Die Nase sagt dann, okay, es ist alles schön und gut, aber das ist dann auch Schluss jetzt. So, nichtsdestotrotz nochmal, die Reformulierungen sind nervig, es wird abkotzen, noch mehr und so weiter. Wir können auch hoffen, dass in ferner Zukunft die Düfte wieder stärker werden. Manche Firmen machen es ja. One Million hat jetzt wieder was rausgebracht. Wie der Duft ist und ob das ein Elixier würdig ist, ist ja unwichtig, aber er ist wieder stärker. Bei Job muss man gar nicht drüber reden und so weiter. Viele machen es ja wieder, hier das Sauvage Elixier, aber es darf nicht nur ein Elixier sein, was stark ist. Es müssen auch andere Düfte wieder Power haben. Und aber das ist ein anderes Thema, das kennen wir. Also Leute, ich wollte euch nur sagen, die Nase ist irgendwann mal fertig und versucht sie ein bisschen zu trainieren oder macht dann mal Pause. Man muss es dann auch mal irgendwie schaffen. Also Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal.